sind wir bei der Alten Cape. Da bin ich das erste Mal auf der Schlittschuh gestanden mit meinen Eltern und leider ist die nicht mehr in Betrieb, aber wir gehen es mal anschauen. Bist du dort auch schon Goalschütze? Nein, dazu mal bin ich noch mit dem Eisbär, den es so gibt, bin ich rumgefahren und mit dem Motor hauptsächlich. Mit dem Vater sind wir da immer am Nachmittag aufs Eis. Also eine Eishockey-Karriere hat sich dort noch nicht unbedingt angebracht? Nein, noch nicht so direkt. Ich bin nicht sicher, ob man da die Hockeyschläger benutzen auf dem freien Einlauf, aber was ich weiss oder wo man mich gut erinnern kann, ist der weiße Bär. Ja, jetzt sind wir da, wo früher die Eisfläche war. Wenn du das jetzt anschaust, nicht mehr ganz gleich an. Nein, es sieht schon nicht mehr genau gleich aus wie damals, aber ich kann mich noch gut erinnern, wo es hier das Eis gegeben hat und ich kann mich noch erinnern, wo es kein Eis mehr gab, dass wir da die Veloprüfung gemacht haben von der Schule aus und ja, es hat sich einiges verändert. Ja, da sind wir gerade am Obertor, das ist der Eingang zur alten Altstadt von Chur. Und ich finde das eigentlich einer der schönsten Plätze in Chur, vor allem durch das Tor durchzulaufen. Und ich finde es auch cool während dem Churfest. Früher habe meine Eltern immer am EC Churstand gearbeitet bei den Junioren. Und im Montag wieder mal kochen mit dem Vater zusammen und mit den anderen Müttern. Jetzt können wir die Gast gerade noch anschauen. Also die Gast noch immer. Bist du da auch dabei an diesen Ständen? Oder? Ich bin einmal durchgelaufen und wenn ich Hunger hatte, habe ich ein bisschen eine Pause gemacht und dann auch noch etwas gegessen mit den Kollegen. Jetzt sind wir gerade in der Stadthalle auf dem Parkplatz. Und da bin ich früher mit der Brüherspann immer über den Brüherschuh gefahren und snowboarden. Gut, gehen wir mal zur Bahn, fahren das Haupt mal auf. Jetzt sind wir hier oben auf der Mittelstation von der Brüherspann. Da bist du ja früher Snowboarden, gell? Nicht Ski gefahren. Ich bin früher immer Snowboarden. Natürlich habe ich angefangen mit Skifahren. Damals mal mit den Eltern, bin dann relativ früh gewechselt zum Snowboarden. Und aber jetzt habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht und ich weiß nicht, was ich immer noch könnte. Ja. Skifahren auch nicht? Skifahren habe ich noch viel länger nicht mehr. Also würde mich wundern, ob ich es noch könnte oder nicht. Ja. Jetzt sehen wir unten hier ja Chur. Siehst du das Haus, wo du wohnst? Nein, leider sehe ich es gar nicht. Das ist ganz verdickt von den Bäumen, aber wir wären hier unten auf der linken Seite. Das sieht man gar nicht. Da sind wir gerade vor dem Stadtbaumgarten-Schulhaus. Da bin ich einmal ins Werk gegangen und dann ins Kochen in der Oberstufe. Und jetzt suchen wir noch meinen alten Werklehrer und auch Klassenlehrer, der Mario Meier. Und ja, freue mich drauf. Schon lange nicht mehr gesehen. Bist du gut im Werken? Ja, das würde ich schon erzählen. Aber ich bin nicht schlecht. Ich habe das auf jeden Fall sehr gerne gemacht und dann auch extra Lektionen in der Oberstufe, dass ich wirklich noch mehr werken kann, eigentlich, weil ich wirklich sehr gerne gemacht habe. Löten gehen? Löten gehen. Naja, die haben schon gemeint, dass ich mit ihnen Velo gehe. Wenn ich würde das Velo mitnehmen. Das, was du gemacht hast. Aha, oh ja. Ja, schön. Das ist wirklich der Raum, wo der Unterricht war? Ja, da haben wir den Unterricht einmal gehabt und dort hinten bin ich gehöckelt. Und ja, das war mein Lieblingsraum, was die Schule anbelangt. Ja, Werken, Lieblingsfach? Ja, genau. Werk und Sport. Herr Meier, war er ein guter Schüler, Nino? Ein super Schüler. Guter Werker auch? Sehr gut. Er hat das vom Papa gehabt. Man hat sofort gemerkt, dass er eine gewisse Hand hat. Für Metall. Ja. Auch sehr, wie soll ich sagen, sehr begabt und sehr gute Ideen hat er gehabt. Oder selber will er etwas gestalten und nicht immer nach Plan. Das hat mir gefallen. Bei dir haben wir schon müssen studieren, wie man das Zeug machen kann. Bis das Velo dann vor allem das Velo betroffen ist. So wie wir es wählen. Ja. Also gute Erinnerung auch für dich? Ja, sehr gute Erinnerung. Und sind wir am Basteln gewesen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendetwas Spezielles machen, wie zum Beispiel mit dem Velo. Mein Vater hat damals schon das Velo gemacht und dann habe ich das mal hierher gebracht und neue Ideen gezeigt. Und ich wollte ein bisschen kopieren, aber das war schon echt schwierig. So, das war es von mir und von der Stadt Chur. Alles, was ich erlebt habe, könnt ihr nachlesen und noch viel mehr in den Bündner Tagblatt und das ist Ostschweiz. Danke vielmals und ciao zusammen. Ja, da sind wir gerade auf der Cape und da habe ich meine erste
Was soll ich sagen? Was muss ich sagen?